Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einer Global Top 1000 Ranking Liste und einer Platzänderung. Zwar nicht die unbeliebteste Klasse im Spiel, die bleibt gleich, falls ihr nicht wisst, welche es ist, seht ihr gleich. Aber die zweitunbeliebteste Klasse hat sich jetzt geändert. Der ein oder andere, der die letzten Videos vielleicht schon gesehen hat, die letzten Monate verfolgt hat, weiß wahrscheinlich, was passiert ist. Ich habe es schon vorhergesehen, dass es wahrscheinlich bald passieren wird. Es ist früher passiert, als ich dachte, weil es eine große Veränderung bei einer Klasse gab. Und ja, zumindest die zweitunbeliebteste Klasse hat sich mal wieder verändert. Und wir gucken uns jetzt in diesem Video einfach mal kurz an, wie viele 160er gibt es auf jedem Server, wie viele 160er gibt es weltweit, mit welchem Level kommt man in die Top 1000, was ist die beliebteste Klasse und all diese Sachen gucke ich mir einmal im Monat für euch an, mache mir hier die in Anführungszeichen Mühe und klicke einmal die ganzen Dinger durch und schreibe das alles in eine Excel-Tabelle und lese dann ein paar Daten daraus ab. Und ja, ich hoffe, es interessiert euch. Bleibt auf jeden Fall dran und let's go. Zu Beginn möchte ich eure Aufmerksamkeit wie immer auf den rechten Teil der Tabelle lenken. Und zwar habe ich jetzt ja seit dem vorletzten Mal, glaube ich, den FEC-Stand mit aufgenommen, zumindest was Level 160 und Level 1000 angeht. Eintrittslevel in die Top 1000 meine ich natürlich, nicht Level 1000. Und ja, da ist jetzt Folgendes passiert, das war eigentlich auch schon absehbar, weil letztes Mal waren es gleich irgendwas mit 700, 719, Level 160 auf FEC, ja jetzt sind es 1000, wahrscheinlich sogar viel mehr als 1000, also jeden Tag kriegt man, also ich bin jeden Tag so zwischen 2,5 und 4 Stunden online auf FEC und jeden Tag machen gefühlt 5 Leute 160, also ist wirklich ziemlich viel, also da kommen im Monat Hunderte, und das ist nur, während ich online bin, ne? Also den gesamten restlichen Tag dann wahrscheinlich nochmal 30 andere, also ist wirklich ziemlich heftig. Ist natürlich auch nicht schwierig, muss man dazu sagen, auf dem FEC-Server 160 zu machen, ist keine besonders große Herausforderung, muss man natürlich immer erwähnen. Aber ja, damit haben wir jetzt hier FEC quasi keine neuen Daten mehr, wobei das auch das vorletzte Ranking ist, das ist sowieso bald vorbei mit dem FEC-Server. Aber ja, von dem her, genau, hat sich das erledigt, also logischerweise ist jetzt Eintrittslevel in den Top 1000 160 und alle in den Top 1000 sind 160. Genau. Zum Abschluss, also nächstes Mal kann ich dann vielleicht noch die Klassenverteilung auf dem FEC-Server mit aufnehmen. Einfach nur, um zu gucken, wie es so mit dem internationalen Durchschnitt quasi einhergeht. Ob es das gleiche ist von der Klassenverteilung her oder ob es komplett anders ist. Das wäre tatsächlich noch ganz interessant. Aber da würde ich sagen, warten wir einfach wirklich bis zum letzten Ranking. Genau. Und ja, ansonsten ist es halt natürlich auch erwähnenswert, dass es jetzt höchstwahrscheinlich, also ich meine, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber spätestens nächsten Monat auf jeden Fall kann man fest davon ausgehen, dass es dann auf dem FEC-Server auch mehr Level 160er gibt als auf allen anderen Servern zusammen. Aber auch hier natürlich, wie schon gesagt, auf dem FEC-Server ist es natürlich relativ einfach. Und man muss dazu sagen, auf den normalen Servern ist der Anreiz 160 zu erreichen ziemlich gering, weil man versaut sich vor allem beim Giant Hunten auf Coral Island halt im Endeffekt einfach nur die Droprate, wenn man 160 erreicht, weil man dann bei vielen Giants außerhalb des Drop-Bereichs ist, beziehungsweise halt in einem schlechten Drop-Bereich von unter 100% auf jeden Fall und bei den meisten Giants sogar nur noch bei 10 oder 20% von der ursprünglichen Drop-Chance, was es natürlich recht schwierig macht, Herneswaffen zu farmen, wenn du nur mit einem 10% oder whatever Anteil der eigentlichen Drop-Chance da ankommst, das muss man natürlich dazu sagen. Also deswegen gibt es auch einen guten Grund, warum zum Beispiel viele Leute hier irgendwo im Bereich noch zwischen 152 und 58 sind und eben nicht auf 160 pushen. Also das kann man auf jeden Fall auch noch erwähnen. Und auf dem FEC-Server ist es halt so, naja, hier will man 160 erreichen, wenn man sich FEC Gold Equipment erspielen möchte, weil man kann es nämlich gar nicht eintauschen, also nicht nur nicht tragen, sondern man kann es nicht eintauschen, wenn man nicht 160 ist. Und das heißt, man muss 160 erreichen, um sich FEC Gold Equipment zu holen. Und das heißt, das sind natürlich hier ganz andere Anreize gesetzt. Also auf dem FEC-Server juckt keine Droprate von Giants, wenn es einem hauptsächlich darum geht, dieses Equipment mitzunehmen. Beziehungsweise muss man dazu sagen, viele Leute haben halt das Equipment sich erstmal spielen müssen. Bis dahin konnten sie quasi mit dem Level noch warten. Aber jetzt, wo es halt langsam aufs Ende zugeht, die meisten Leute, die Equipment haben, jetzt macht halt jeder 160. Ja, und ansonsten hat sich eigentlich nicht so ultra viel geändert, kann man sagen. Logischerweise. Wir haben ja momentan einen FEC-Server laufen, das heißt, auf den normalen Servern wird nicht ganz so viel gespielt. Das Einzige, was erwähnenswert natürlich immer ist, kleine Stichelei gegen Totemia. Burudeng hat aktuell, zum Standpunkt, wo ich jetzt gerade die Liste abgerufen habe, mehr 160er und ein höheres Eintrittslevel in die Top 1000. Obwohl Burudeng ein rein deutscher Server ist und Totemia ein internationaler, europäischer Server, liegt Burudeng trotzdem vorne. Just saying, just saying. Und
Ja, Mashpoi ist weiter am Abschwächen. Also Mashpoi, Totemian und Burudeng waren eigentlich immer so gutes Mittelfeld, also nicht die beliebtesten oder belebtesten Server. Der beliebteste oder die beliebtesten Server sind Klafan und Lavulf. Vor allem Lavulf im asiatischen Raum, im südostasiatischen Raum, aka überwiegend Philippinen. Wir waren hier immer so ein gutes Dreiergespann im Mittelfeld, also wirklich immer sehr Kopf an Kopf und wirklich knapp beieinander. Aber schon seit längerer Zeit ist Mashpoi extrem am Schwächeln und jetzt ist es wirklich richtig krass, weil jetzt hat Burudeng allein schon fast 30 mehr 160er. Und ja, natürlich kann man hier auch sagen, klar, vielleicht gibt es auf Mashpoi mehr Leute, die mehr Wert auf Giants legen. Aber ich meine, nicht mal 100 Leute nach 10 Monaten auf Maximallevel ist schon ziemlich wenig, weil es ja doch dann einige Leute gibt, denen das dann doch wiederum egal ist, weil man kann sich ja einfach einen zweiten Chart zum Giant Farm machen. Also ja, keine Ahnung, ob das hier wirklich dann noch das Argument ist. Irgendwann definitiv nicht mehr. Und ja, dann würde ich sagen, spanne ich euch die Dinge auf die Folter. Was hat sich geändert? Für die, die es noch nicht gesehen haben. Jester ist abgerutscht auf Platz 7 und Elementor, let's go baby, ist auf Platz 6 aufgerutscht. Letztes Mal war es so, Jester war bei 736 und damit auf Platz 6. Elementor war auf 726 und damit Platz 7. Diesen Monat hat sich leider für beide nicht gut entwickelt. Beide haben Spieler verloren aus den Top 1000, aber Jester hat richtig verloren. Sie haben nämlich 17 Leute aus den Top 1000 verloren, global. Und Elementor nur 5. Und damit ist der Elementor, obwohl beide verloren haben, an ihm vorbeigezogen auf 721. Sind zwar nur wirklich 2 Charakter, oder 2, ja doch, 2 Charakter war schon richtig. Aber es ist trotzdem interessant. Und für viele, die es nicht wissen tatsächlich, also Jester war tatsächlich mal die unbeliebteste Klasse für eine Weile. Also Elementor, Psykeeper und Jester, das sind wirklich die Top 3 unbeliebtesten Klassen. Man sieht es ja auch wirklich mit Abstand. Also wir haben hier Platz 8 mit Psykeeper 683, Platz 7 719 Jester, Platz 6 721 Elementor. Und dann Platz 5 müsste man jetzt meinen, okay, vielleicht 800. Nee, es ist sogar direkt 900, 929. Das sind einfach über 200 Charakter mehr als der 6-Platzierte. Also 6, 7, 8 sind so weit ab vom Schuss. Das ist richtig crazy. Im Mittelfeld liegen dann Billposter und Knight recht nah beieinander mit 929, 949 auf Platz 5 und 4. Auf Platz 3 Blade 1355, Platz 2 Ranger 1843. Also Ranger hat fast doppelt so viel wie alle, außer Blade und RM, kann man sagen. Und ja, gut, Ringmaster liegt bei Platz 1, aber gut, das interessiert keinen, weil Ringmaster zählt nicht. Weil jeder hat einen Ringmaster und viele haben sogar mehrere Ringmaster, das zählt nicht. Genau. Und ja, ansonsten, ich meine, erschreckende Entwicklung kann man sagen, dafür, dass so wenig los ist aktuell. Ja, Ringmaster hat plus 17 Charakter dazu gewonnen, Jester hat 17 verloren. Das ist eine ziemlich krasse Entwicklung. Und eine tatsächlich positiv-negative Entwicklung ist, Burudeng hat 3 Knights dazu bekommen. Wir sind von 66 auf 69 Knights gesprungen. Wir sind zwar immer noch international die absoluten Knight-Hater. Wir sind die einzigen im 60er-Bereich, aber dadurch, dass wir jetzt 3 aufgeschlossen haben, sind wir knapp am 70er-Bereich. Und vielleicht schaffen wir es ja doch mal auf ein anderes Level zu kommen mit den Knights, weil es gibt auch ein paar Server, die auch relativ wenige Knights haben und wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen aufgeholt. Also vielleicht schaffen wir es, wegzukommen von dem absoluten Knight-Hater-Server. Und was ich so mitbekommen habe, haben auch einige Leute auf FEC sich einen Knight gemacht. Also vielleicht nach FEC sieht es auf Burudeng Knight-technisch ein bisschen anders aus. Ja, und Ranger ist bei Burudeng auch leider sehr unbeliebt. Keine Ahnung warum. Das ist echt lustig eigentlich, weil Ranger ist die mit Abstand beliebteste Klasse weltweit, abgesehen von Ringmaster, wie gesagt. Nur auf Burudeng nicht. Wir haben wirklich deutlich weniger als viele andere Server. Der nächstniedrige ist tatsächlich bei 12 mehr mit 134. Und dann gibt es halt auch einfach Server, die einfach 100 mehr haben. Also Klafan hat einfach 100 Ranger mehr, Mashpoi hat einfach 100 Rises hat einfach 100 Ranger mehr, Mashpoi 50, Lavulf 80. Also Burudeng schon extrem wenige Ranger, ist irgendwie lustig. Dafür haben wir extrem viele Blades, also das, was unseren Rangern fehlt, haben wir im Endeffekt als Blades zum Ausgleich. Da haben wir mit Abstand die meisten, da macht uns keiner was vor. Wir wissen, was Damage macht in Flav. Elementor geht so, da hat Lavulf die meisten mit 95, Mia 108, Billposter am meisten, Rises mit 58 die wenigsten. Jester 83 auf Mashpoi, auch eine interessante Zahl. Vielleicht ist es auf Mashpoi PvP beliebter als PvE und deswegen erklären sich die Zahlen vielleicht so. Dann auf dem Taiwan-Server spielt anscheinend keiner Jester, die haben nur 38, aber das waren schon immer so wenige. Letzten Monat hatten sie sogar nur 37. Genau, Psykeeper 32 auf Rises, 85 auf Totemian und Burudeng. Und Ringmaster, gut, wie gesagt, ist nicht so interessant. Lavulf 255 am wenigsten und 409 auf dem Taiwan-Server.
Und ja, das war das Ranking diese Woche. Also die krasse neue Änderung ist quasi, Jester ist abgerutscht und Billposter aufgerückt. Allerdings kann man sagen, wir sehen die Zahlen, also es kann sich jeden Monat jetzt ändern, quasi wer Platz 6 und 7 ist. Also es wird sich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Mal abwechseln. Mal wird der Elementor ein paar Spieler mehr verlieren oder der Jester ein paar dazu gewinnen. Mal andersrum. Also ich sag mal so, da müssen mindestens 10 bis 20 Plätze dazwischen liegen, bis sich das wahrscheinlich wieder erstmal eine Weile nicht mehr ändern wird. Und was aber auch noch ganz interessant ist, was ich letztes Mal auch schon erwähnt habe, ist, vielleicht könnte der Billposter den 4. Platz an den Knight verlieren, wenn wir, wie gesagt, jetzt langsam so einen kleinen Knight-Zuwachs gewinnen oder am Gewinnen sind, also international auch nicht nur auf Bodeng, weil da sind auch noch 20 Plätze dazwischen. Das heißt, wenn der Billposter noch ein paar Monate so krass verliert und der Knight im Verhältnis nur wenig oder gar nicht verliert, dann kann sich hier auch tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit was ändern. Auf jeden Fall seid gespannt auf das Ranking nächsten Monat, also in ziemlich genau 4 bis 5 Wochen. Da werden wir uns dann nämlich nochmal den FEC-Server angucken und vergleichen, wie der internationale Durchschnitt gegen den FEC-Durchschnitt aussieht, was die Klassenverteilung aussieht, also wie viele Jester gibt es international versus FEC und so weiter und so weiter. Das wird dann auf jeden Fall das Highlight der nächsten Episode. Ansonsten sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.